So, gestartet jetzt der Chinook und dazu begrüße ich hier oben bei den Kommentatoren den Display Team Manager der Royal Air Force Chinook Display, Dave Neal. Welcome, Dave. Thank you. Well, good afternoon, ladies and gentlemen. It is with great pleasure that we present to you one of the most capable helicopters in the world, the Royal Air Force Chinook. Ja, und es ist natürlich eine Ehre für die Royal Air Force hier zu sein und den Chinook hier in Berlin vorzustellen. What you will see here is a series of maneuvers that are employed on operations and demonstrate the full ability of this fantastically capable aircraft in the hands of this year's display captain, Flight Lieutenant Luke Huntley. Und wir werden eine ganze Reihe von verschiedenen Manövern sehen, die in normalen Operationen, am normalen Fliegen genutzt werden und die volle Fähigkeit dieses Hubschraubers zeigen. With over 35 years of service with the Royal Air Force, the Chinook has formed the backbone of the support helicopter fleet. Und seit über 35 Jahren jetzt im Einsatz mit der Royal Air Force aus England ist der Chinook wirklich das Rückgrat der Unterstützungshelikopterflotte. Since those early days, it has had a series of upgrades and enhancements and still packs a punch with an ability to fly at nearly 25 tons. In den ganzen Jahren gab es natürlich jede Menge Upgrades, verschiedene Verbesserungen, aber es ist immer noch unglaublich, wie dieser Hubschrauber, wie manövrierfähig dieser Hubschrauber mit seinen 25 Tonnen ist. Luke will now bring the nose of the aircraft up to 50 degrees up, then pushes forward to 50 degrees nose down, with the aircraft quickly accelerating to 120 knots before doing it all again. Und das sind jetzt 50 Grad die Nase nach oben mit einem Pushover auf 50 Grad die Nase nach unten und dann beschleunigt er auf 120 Knoten, also ungefähr 200 Stundenkilometer, um das gleiche nochmal zu machen. The Chinook is now synonymous with UK operations following over a decade of supporting our ground forces in Afghanistan. Ja, und der Chinook ist ein Synonym geworden für die Einsätze über das letzte Jahrzehnt von Truppen aus dem Königreich in Afghanistan. In particular, the medical emergency response teams operating from Chinook were responsible for saving hundreds of lives on the battlefield. Ganz besondere die sogenannten Medical Response Teams, also die Sanitätsteams, sind mit dem Chinook verantwortlich für die Rettung der Leben von Hunderten von britischen Soldaten. Now running in from the right, Luke will carry out another wingover at Crowd Center. Was für ein besonderer Sound, wenn er hier noch einen weiteren Turn, eine Kurve direkt vor ihn geflogen. So now watch as a nose drop, the speed comes on, generating that distinctive sound of Chinook rotor blades. Das ist wirklich ein ganz besonderes Merkmal, dieser spezielle Sound, den nur dieser Hubschrauber mit seinem Doppelrotor erzeugt. The aircraft being flown today is Zulu Hotel 893, a Chinook Mark IV. Und das hier sehen ist ein Chinook Mark IV, also eine Weiterentwicklung, deutliche Weiterentwicklung des ursprünglichen Chinook. It comes from a fleet of 60 Chinooks based at RAF Odium in Hampshire, UK. Und in Odium, wir haben darüber gesprochen, sind 60 Chinooks von diesem Typ stationiert. The Mark IV, with its glass cockpit upgrade, is one of two Chinook variants being operated by the Royal Air Force today.
Und dieser MK4, diese Mark IV-Version, hat ein komplett digitales Cockpit und ist eine von 2 Versionen, die in der Royal Air Force geflogen werden. Of course, Luke could not do this all on his own. He has a full crew and engineering support team to make all this happen. Natürlich macht das der Pilot Luke nicht alleine. Er hat ein volles Team dabei von Technikern und Unterstützern, die diese Vorführung hier heute möglich machen. Flight Lieutenant Chris Dodd is the co-pilot for today. Und Flight Lieutenant Chris Dodd ist heute sein Co-Pilot. Now Luke will perform a low-level orbit showing the underside of the aircraft. Und jetzt hier zu einem Tiefflugkreis, einem Tiefflugorbit quasi, um auch mal die Unterseite des Flugzeugs zu zeigen. Keep your eyes peeled for the hooks that the Chinook uses to carry underslung loads of nearly 12 tons. Ja, und an seinen Haken unterhalb des Flugzeugs kann der Chinook bis zu 12 Tonnen tragen. It may be big and heavy, but Luke will now show just how quickly the aircraft can be stopped using a nose-down quick stop. Ja, und jetzt sehen wir einen sogenannten Nose-Down Quick Stop in Kürze. Genau da. Obwohl er sehr groß und sehr schwer ist, sehen wir, wie schnell der Hubschrauber auf der Stelle drehen und halten kann. This, like many other maneuvers today, has been developed as a way of operating the aircraft as safely as possible in high-threat environments. Ja, das wird natürlich genutzt, um den Hubschrauber sicher in High Threat, also in Gegenden zu operieren, in denen eine hohe Bedrohung existiert. The third member of the crew today is Sergeant Steve Jenkins, who you can now see waving from the rear ramp. Und Sergeant Steve Jenkins, jetzt das dritte Crewmember heute, der Lademeister, winkt jetzt aus der offenen Ladeluke. The 2 crewmen, it is their job to run everything in the cabin and underneath it. Sein Job ist natürlich der, in der Kabine als Lademeister für Sicherheit zu sorgen, die Beladung zu sichern und alles andere. The Chinook is known for being a big, powerful helicopter. Now Luke will show you just how quickly he can climb as he pulls the collective lever and increases torque to nearly 100%. Mit dem sogenannten Torque jetzt auf fast 100% sehen wir, wie schnell dieser schwere, große Hubschrauber Höhe gewinnen kann und steigen kann. Luke will lower the collective and begin a spiral descent down to 150 feet. Und jetzt zurück auf 150 Fuß, also ungefähr 50 Meter in den Tiefflug. Today the Chinook Force continues to carry out UK defence missions and tasks 365 days of the year. Und der Chinook ist natürlich auch im Bereitschaftsbetrieb heute und immer 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag sind die Besatzungen des Chinook auf verschiedenen Basen im Einsatz. Royal Air Force Odium is home to number 7, 18 and 27 squadrons, all of which operate the Chinook. Und es gibt 3 Staffeln, die 7., die 18. und die 27. Squadron-Staffel, die alle mit dem Chinook in Odium arbeiten. Supporting those squadrons is a huge number of personnel, from engineers to chefs, logisticians and Royal Air Force Regiment troops. Und natürlich, wie in jedem anderen Verband auch, machen das nicht nur die Piloten. Da gibt es eine Vielzahl von Technikern bis hin zu Köchen, Nachschub und so weiter, die alle dafür sorgen, dass die 60 Hubschrauber in Odium ihre Mission erfüllen können. The crew are now performing a running landing, a maneuver that allows the Chinook to land like a conventional aeroplane. Und jetzt Landung wie ein normales Flugzeug, also im Flug auf den Hinterrädern. As you can see, the Chinook can taxi backwards. Und rollt zurück auf seinen Hinterrädern. Also wir sehen auch am Boden ein sehr manövrierfähiges Flugzeug.
What you are seeing now is a masterclass in crew cooperation as the aircrew combine to move the aircraft rearwards at the speeds up to 25 knots. Und mit ungefähr 25 Knoten, also 45 km/h, jetzt im Rückwärtsflug wieder weg. So ladies and gentlemen, that brings us to the end of our demonstration. Und mit einer Verbeugung endet diese Demonstration des Chinook der Royal Air Force. It's been a privilege to display at Berlin and we hope you've enjoyed what the Chinook had to offer. Und natürlich können wir das mit Ja beantworten. We enjoyed it. Thank you very much to the Royal Air Force for this excellent display of the Chinook today here at Berlin. Thank you very much.